Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey ist ein international anerkanntes Standardwerk, das sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext eine enorme Wirkung entfaltet hat. Covey analysiert in seinem Buch die Prinzipien, nach denen erfolgreiche Menschen und Organisationen handeln. Statt auf kurzfristige Tricks zu setzen, fordert er einen Paradigmenwechsel hin zu dauerhaften, wertebasierten Ansätzen. Coveys Ziel ist es, den Lesern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr eigenes Leben und ihre Beziehungen zu anderen grundlegend verbessern können. Dabei steht die aktive Gestaltung der eigenen Persönlichkeit im Mittelpunkt. Das Konzept der Effektivität umfasst dabei nicht nur das Erreichen von kurzzeitigen Zielen, sondern ausdrücklich auch die Entwicklung eines nachhaltigen, integren Charakters, der den Herausforderungen des modernen Lebens gewachsen ist. Dieses Buch inspiriert dazu, sich auf die eigenen Grundwerte zu besinnen, Klarheit über die eigenen Ziele zu erlangen und mit einer neuen Mentalität an Aufgaben und Beziehungen heranzugehen. Die Leser werden eingeladen, nicht nach äußerer Bestätigung zu streben, sondern von innen heraus zu wachsen und zu führen. Die 7 Wege zur Effektivität ist ein kraftvoller Leitfaden zur Selbstverbesserung, der Generationen geprägt hat. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Proaktivität als Grundlage für persönliches Wachstum. Im ersten Weg thematisiert Covey die Proaktivität als fundamentale Eigenschaft effektiver Menschen. Proaktivität bedeutet, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, anstatt sich von äußeren Umständen und Einflüssen bestimmen zu lassen. Proaktive Menschen erkennen, dass sie die Macht besitzen, ihre Reaktionen auf Situationen zu steuern und bewusst zu wählen, wie sie auf äußere Reize handeln. Das Konzept des sogenannten Einflussbereichs unterstreicht, dass Ressourcen und Energie sinnvoller darauf verwendet werden sollten, auf Dinge Einfluss zu nehmen, die tatsächlich veränderbar sind. Indem Covey die Bedeutung proaktiver Sprache und Denkweise betont, gibt er praktische Anleitungen, wie Leser die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen und aktiv gestaltend tätig sein können. Dieser Paradigmenwechsel von einer reaktiven zu einer proaktiven Haltung ist das Fundament für weitere Entwicklungsschritte im Buch. Zweitens: Zielorientierung. Vom Ende her denken. Der zweite Weg fordert dazu auf, das eigene Leben und wichtige Projekte stets vom gewünschten Endergebnis her zu gestalten. Covey empfiehlt, eine persönliche Missionserklärung zu entwickeln, die als innere Richtschnur für Entscheidungen und Zielsetzungen dient. Wer vom Ende her denkt und die eigenen Werte und Prinzipien kennt, kann seine Handlungen konsequent in Einklang mit dem angestrebten Ziel bringen. Der Autor bietet hierfür strukturierte Methoden, etwa das Visualisieren von Zukunftsszenarien und das schriftliche Festhalten von Lebenszielen. Die Zielorientierung verleiht dem Leben Klarheit und Sinn und sorgt dafür, dass Zeit und Energie nicht für Nebensächlichkeiten aufgebracht werden. Menschen, die diesen Weg verinnerlichen, steuern ihr Leben bewusster und können auch den Umgang mit Rückschlägen besser meistern. Drittens: Prioritäten setzen. Das Wichtigste zuerst tun. Im dritten Prinzip konzentriert sich Covey darauf, wie wichtig es ist, Prioritäten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Unterscheidung zwischen Dringlichem und Wichtigem zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Kapitel. Covey stellt hier seine berühmte Zeitmanagement-Matrix vor und zeigt, dass langfristiger Erfolg nur möglich ist, wenn die Konzentration auf wirklich bedeutsame Tätigkeiten gelegt wird. Er erläutert Methoden, wie Menschen ein Gleichgewicht zwischen beruflichen Anforderungen, familiären Verpflichtungen und persönlichem Wachstum erreichen können. Dabei steht die Selbstdisziplin im Mittelpunkt. Nur wer sich selbst führen kann, ist in der Lage, seine Zeit effektiv zu nutzen und auf seine Ziele hinzuarbeiten. Covey liefert praxistaugliche Werkzeuge, um Ablenkungen zu minimieren und sich konsequent auf das Wesentliche zu fokussieren. Viertens: Win-Win-Denken und beziehungsorientierte Erfolge. Der 4. Weg beschreibt das Win-Win-Denken als Fundament für nachhaltige und erfolgreiche Beziehungen. Covey argumentiert, dass echte Effektivität nur dann erreicht wird, wenn alle Beteiligten profitieren. Dies setzt ein Denken voraus,
das über kurzfristigen Eigennutz hinausgeht und nach gemeinsamen Vorteilen sucht. Grundlage sind Integrität, Reife und der Mut, eigene Bedürfnisse offen zu kommunizieren, ohne die Bedürfnisse anderer zu missachten. Der Autor schildert zahlreiche Beispiele, in denen Win-Win-Ansätze, etwa in Familien, Unternehmen oder Verhandlungen, für bessere Lösungen und höhere Zufriedenheit sorgen. Zudem erläutert Covey den Unterschied zwischen Win-Lose und Kompromissstrategien, um die besondere Kraft von Win-Win-Beziehungen verständlich zu machen. Der Aufbau von Vertrauen und die Entwicklung einer kooperativen Grundhaltung werden hier besonders hervorgehoben. Schließlich Synergie und kontinuierliche Verbesserung. Synergien schaffen und die Säge schärfen. Die letzten Wege drehen sich um die Kraft der Synergie und die Bedeutung der stetigen Selbstentwicklung. Covey beschreibt Synergie als das Prinzip, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Durch bewusste Teamarbeit, Offenheit für unterschiedliche Perspektiven und kreative Zusammenarbeit können innovative Lösungen entstehen, die für Einzelne unmöglich wären. Außerdem betont Covey im 7. Weg das Konzept des Sägeschärfens, das heißt regelmäßig in die eigene Erneuerung zu investieren, sei es auf körperlicher, geistiger, emotionaler oder spiritueller Ebene. Wer sich konsequent weiterentwickelt, bleibt langfristig leistungsfähig, widerstandsfähig und offen für neue Herausforderungen. Diese Prinzipien helfen, nicht nur kurzfristige Ziele zu erreichen, sondern eine dauerhafte persönliche und berufliche Effektivität zu sichern. Zusammenfassend: Die 7 Wege zur Effektivität ist ein Werk für alle Menschen, die sich weiterentwickeln und ihr persönliches sowie berufliches Leben aktiv gestalten möchten. Besonders geeignet ist das Buch für Führungskräfte, Teamleiter, Selbstständige, ambitionierte Berufseinsteiger und all jene, die nach einem klaren Wertefundament für Entscheidungen und Beziehungen suchen. Coveys Ansatz geht weit über klassische Ratgeber hinaus, weil er auf grundlegende Prinzipien setzt, die in jeder Lebenslage Bestand haben und nicht von Trends oder Moden abhängig sind. Das Buch bietet einen erprobten, systematischen Leitfaden zum Aufbau von Selbstdisziplin, Zielorientierung und nachhaltigen Beziehungen. Die Methoden und Reflexionsfragen ermutigen den Leser, alte Denkmuster zu hinterfragen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Warum sollte man dieses Buch anderen vorziehen? Coveys Werk unterscheidet sich von vielen Erfolgstiteln dadurch, dass es keine schnellen Tricks, sondern universelle Prinzipien vermittelt. Die 7 Wege sind sofort anwendbar und bieten sowohl konkrete Handlungsanleitungen als auch tiefgehende Perspektiven zur persönlichen Reifung. Das Buch hilft dabei, nicht nur kurzfristigen Erfolg zu erzielen, sondern ein erfülltes, sinnstiftendes Leben aufzubauen. Wer die vorgestellten Wege umsetzt, entwickelt nicht nur mehr Effektivität, sondern auch mehr Gelassenheit, Integrität und Resilienz. Letztlich bietet dieses Buch einen beeindruckenden Mehrwert für das gesamte Leben, beruflich, privat und gesellschaftlich. Wenn Sie unterstützen möchten, Stephen R. Covey, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.